Ich glaube, jeder kennt es, wenn man mehrere Monate keinen Wettkampf mehr gemacht hat, sondern meistens irgendwie einsam vor sich hin trainiert hat, dass erstmal Zweifel da sind, auch viele Fragezeichen einfach, kann ich das überhaupt noch? Und schaffe ich es auch noch, mich vor allem gegen so junge Nachwuchstalente auch durchzusetzen? Wir haben mit Laura Philipp die Siegerin des letzten Jahres und so ein bisschen die Dauersiegerin hier. Die hat hier so häufig gewonnen, dass sie, wir haben gerade überlegt, gar nicht genau weiß. Ist das korrekt mit den 5 Jungs? Habt ihr das habt ihr das doppelt gecheckt? 5 sollten es gewesen sein. 5 Siege. Wenn du so viel gewonnen hast wie Laura, merkst du doch nicht, was du alles gewonnen hast, Mensch. Ja, die Stimmung hier ist immer super und die Konkurrenz meistens auch sehr gut. Von daher ist es einfach ein tolles Rennen, eine super Möglichkeit für mich, einfach zu schauen, wo stehe ich nach einem Winter voll Training und freue mich sehr, hier am Sonntag bei niedrigen Temperaturen meine Kälteresistenz zu testen. Erstmal ist das Allerwichtigste, wirklich gut ins Jahr reinzurutschen. Wir haben uns viel Gedanken darüber gemacht, wie man von einem Weltmeistertitel wieder in eine vernünftige Saison reinkommen kann und wie das Ganze werden kann in einem sich super schnell entwickelnden Triathlon-Zirkus. Und wir sehen immer abgefahrenere Leistungen und deswegen ist für uns wichtig, im Winter wirklich eine lange, gute Zeit zu arbeiten, die Speicher zu füllen, in das Potenzial rein zu trainieren, bevor es ins erste Rennen reingeht. Ich glaube, durch den Weltmeistertitel habe ich mir schon vor allem mental nochmal so ein nächstes Level freigeschaltet. Zum einen einfach ein Vertrauen in mein eigenes Können, aber auch ein Stück weit weniger Angst, wenn man das so sagen kann, vor großen Namen, also vor Konkurrenz. Aber sonst, jetzt bin ich mal gespannt auf das Stück zurück. Ja. Soll ich mal bis zurückfahren? Fahr mal, also ich würde die letzten Loop auf keinen Fall mehr fahren Ja. durch den Ort. Ja. Wie ist mit Schaltung und so weiter? Okay. Das tut alles sehr gut. Weil ich gezeigt habe, dass ich das kann und ich glaube, mir das ein Stück weit auch mehr zutraue, auch in verschiedenen Rennszenarien vielleicht das für mich zu entscheiden. Also ich glaube, das war schon ein super wichtiger Schritt, den ich jetzt gehen konnte und gerade auch die Rennerfahrung jetzt von den ersten beiden Rennen in diesem Jahr zeigt einfach, in jedem Rennen wartet irgendwie eine neue Herausforderung, einfach durch extreme Dynamik in auch den Frauenfeldern. Es wird immer enger, es wird immer schneller und ich muss für mich eben auch immer wieder neue Wege finden, um vielleicht dann doch noch ein Rennen gewinnen zu können. Ja, hin. Ich würde sagen, das Rennen ist ganz gut gestartet. Also ich hatte jetzt nicht so einen riesen Schwimmrückstand, was schon mal ganz gut war. Und dann lief es aber auf dem Rad zum Beispiel ganz anders als, ich sag mal, erhofft. Die hängen alle hinten an dir dran, ja? Tatsächlich habe ich mir ein Stück weit verboten, im Kraichgau an Hamburg zu denken, weil ich mir gesagt habe, ich möchte ja nicht in irgendeiner Form zurückhalten, sondern auch Philipp hat zu mir gesagt, hey, du kannst jetzt schon mal eine Woche vorher noch mal alles raushauen. Dann habe ich gemerkt, ich kann hier gerade beim Rad nicht alles raushauen, einfach aufgrund von dieser Gruppendynamik. Und das war dann aber eigentlich im Endeffekt auch gleichzeitig so ein bisschen für mich die Einladung zu sagen, okay, dann schauen wir doch jetzt mal, was beim Laufen geht. Und so bin ich es dann angegangen. Also da habe ich mich dann
nicht zurückgehalten. Es war auch tatsächlich ganz cool, weil ich so durchgefroren war vom Radfahren, mich da einfach wieder ein Stück weit warm zu laufen. Sauber. Wir verneigen uns aus Deutschland vor Laura Philipp! Heute noch nicht so geklappt, wie du das vorgestellt Also ich glaube, Schwimmen hat ganz gut geklappt. Da hatte ich ja, wahrscheinlich mit dem wenigsten Rückstand, den ich jemals hatte. Das war schon mal ein cooler Start. Ja, dann Radfahren war für mich jetzt so das Schwierigste. Ich denke wahrscheinlich für viele heute. Einfach auch, bin einmal auf dem Gullideckel so blöd weggerutscht und das war dann schon mal so ein Warnschuss. Zum Glück konnte ich so ja, mich noch retten, aber von da an bin ich es einfach super vorsichtig angegangen. Ich starte nächste Woche Ironman Hamburg und da wollte ich jetzt vor allem nicht stürzen. Ja, kann ich mir vorstellen. Genau. Was gönnst du dir dann heute noch? Überhaupt irgendwas? Also ich sag mal, ideal wäre eine Massage, eine Pizza, irgendwie gutes Essen. Mal schauen, Pizza ist wahrscheinlicher als die Massage. Mir wird warm. Ja. Jetzt muss ich gleich mal noch schauen, ab wann ich mein Fahrrad holen kann. Ich denke, der Sieg war nicht selbstverständlich, aber er war natürlich ein toller Saison-Einstieg. Es ist immer was Besonderes zu gewinnen. Das ist nichts, was selbstverständlich ist, sondern jedes Mal wieder muss man sich das hart erkämpfen. Ich meine, du hast ja zu mir gesagt, ich soll, wenn ich dann da dran bin, theoretisch kann ich auch einfach da bleiben, weil ich habe mehrfach überlegt, Du bist was soll mit ich Abstand die jetzt stärkste machen. Läuferin von denen. Ich meine, Nee, ich meine nur, weißt du so. Ja, aber wusste ich ja auch nicht, ob ich das jetzt heute bin. Ich habe mich nicht gut gefühlt. das Einzige, was mir nicht gefallen hat, ist, dass du nur vorne warst. Also das ist Ich ja. war viel vorne, das ist richtig. Ich aber habe niemand anderen in der Führung gesehen, bei keiner Zeitmessmatte und also ja. Doch. Mir gesagt, ich habe dann mal angehalten. Ja, das Back-to-Back-Racing ist schon etwas, was ich ganz cool finde, weil man im Endeffekt so ein bisschen im Rennmodus ist und gar nicht so viel Zeit hat, drüber nachzudenken, großartig nervös zu werden, sondern einfach so ein bisschen im Flow zu bleiben. Also die Anspannung ist dann sowieso hoch. I definitely was thinking back to 2022. Of course, I had great memories on this back-to-back racing combo. I was a bit afraid back then doing it because, you know, it does feel a bit brave to race a 70.3 and then an Ironman 1 week later. 2022 ist mir das schon ganz gut gelungen mit der Kombo aus Kraichgau und Hamburg. Wobei ich sagen muss, das ist 3 Jahre her. Das war natürlich ein Stück weit andere Zeiten. Auf die Kombi dieses Jahr bin ich um einiges stolzer, weil die einfach schon noch mal leistungsmäßig auf einem komplett anderen Niveau war. So super entspannt sind so Rennwochen ja nie. Also ich sage gar nicht unbedingt, dass es anstrengend ist, aber es ist intensiv. So auch von meinem eigenen Erleben, von den Dingen, die da sind. Und wir sind halt keine Fußball-Bundesliga, wo du irgendwie 36 Spieltage hast. Ja. Ist es so, dass du diese paar wenigen Highlights hast und dadurch bist du halt auch ganz ordentlich vorgespannt, dass sowas dann eben auch gelingt und du versuchst dann alles zu denken, alles richtig zu machen, hast deine Media-Crew dabei, hast einen Physio dabei und das zusammen zu puzzeln ist das, was dann auch für Grundtonus sorgt. Ja, es war für mich jetzt ja die erste Langdistanz nach dem WM-Rennen in Nizza und jede Langdistanz ist einfach was Besonderes. Ich habe jedes Mal einen riesen Respekt davor. Allein diese Distanz zu bewältigen, ist auch für mein Gehirn, obwohl ich jetzt schon einige Rennen gemacht habe, halt jedes Mal eine Herausforderung. Und zu wissen, dass ich da eben auch eine sehr starke Konkurrenz direkt habe, wusste ich ja, das wird wirklich auch ein sehr schnelles und herausforderndes Rennen. Bis vor ein paar Tagen
mir das erste Mal das Rennen in Nizza nochmal angeschaut, weil ich dachte, okay, ich hielt mir das für einen besonderen Moment auf. Ich glaube, diesen Boost nochmal zu sehen, dass ich da gewonnen habe, den kann ich gut gebrauchen am Sonntag. Denn Cat hat natürlich schon gezeigt, dass sie in rekordverdächtiger Form ist. Sie hat eine neue Ironman-Weltbestzeit aufgestellt vor 5 Wochen und da weiß ich natürlich nicht, ob ich in der Form auch schon bin, dass es genau zu so einem Rematch kommen kann. Ich glaube, besonders war, dass ich keine Angst davor hatte, vielleicht auch nicht zu gewinnen. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ein Stück weit kann man ja sagen, okay, du bist Weltmeisterin geworden und alles andere als ein Sieg ist jetzt vielleicht eine Niederlage. So kann man es natürlich sehen, aber ich glaube, das hat man eben ja auch ein Stück weit selbst in der Hand, wie man an Herausforderungen oder an Rennen rangeht. Und ich wusste eben auch, dass zu dem Saisonzeitpunkt es durchaus sein kann, dass meine Form halt noch nicht da ist. So now you got like an official weather warning for Hamburg, and I think that is what they are waiting for. I don't know, but if you send out something like this is the weather warning, and it's from the German officials, Oh, yeah. and Yeah, then yeah, it's a bit, yeah. if they can't go again, they get. Email for Iman. Here we go. Here we go. All right. Transition. Transitions opens at 6:30 and you start at 7. Staying with a full swim for now, as per weather, airport service, whatever. It's supposed to be passed by 6:30, which allows us for full swim. Es ist natürlich immer blöd, weil man natürlich eigentlich so einen wirklich engen Zeitplan hat, den man im Idealfall gerne verfolgt, auch was Ernährung angeht, aufstehen, aufs Klo gehen, zum Start gehen und so weiter. Aber es ist natürlich das Gleiche für alle. Let's go. 60 seconds. 8 seconds to go. You are now in the hands of the starter. Ja, ich glaube, die Arbeit mit Marco über den Winter hat sich auf jeden Fall schon bezahlt gemacht. Ich habe sowohl im Kraichgau als jetzt auch in Hamburg ein gutes Schwimmen gehabt. Jetzt in Hamburg vor allem ein interessantes Schwimmen, dadurch, dass Cat halt immer wieder so einen Fullstop eingelegt hat und es dann quasi eher zu so einem unrhythmischen Schwimmen wurde. Aber auch da bin ich stolz, dass es mir halt gelungen ist, die Übersicht zu behalten. Ein Stück weit hat es mir schon ein bisschen Ruhe gegeben, weil ich wusste, ich bin genau da, wo die Post abgeht. Und das hat mir in dem Moment Ruhe gegeben, gleichzeitig natürlich schon auch Motivation, weil ich ja wusste, das sind jetzt vermutlich hier die 2 stärksten Athletinnen in dem Rennen und ich bin dabei. Das ist natürlich ein Battle auf allerhöchstem Triathlon-Niveau und damit haben die beiden natürlich jetzt auch schon Grenzen verschoben, sowohl für sich, ich glaube auch Grenzen in den Köpfen anderer, von dem, was möglich ist. Ja, der Satz kommt ja von Cat, hat sie vor dem Rennen von sich gegeben, dass ihr Rennen 10 Kilometer vorm Ziel beginnt. Wir sind sehr lange so eng gelaufen. Es waren ja immer irgendwas zwischen 25 Sekunden und, glaube ich, mal 50 Sekunden. Im Endeffekt war ich durch ihre Aussage ja auch so ein bisschen drauf gefasst, dass sie da noch mal einen Move macht. Und dann habe ich mir gedacht, so okay, ja, dann mache ich den jetzt mal. Jetzt kommt gleich der Zusammenschluss. Rechts am Bildrand kommt Laura Philipp herangeflogen an Cat Matthews. Da sehen wir sie jetzt von hinten. Und Laura kriegt jetzt noch mal die Flügel. Wir sehen das Feuerwerk, das Laura Philipp angezündet hat auf der Laufstrecke. Den ganzen Tag mit Cat Matthews Schulter an Schulter im Wasser auf dem Rad. Und jetzt auf den letzten Metern krönt sie sich mit einem überragenden Marathonlauf zur Ironman-Europameisterschaft.
Weltmeisterin 2025. Ja, so ein bisschen Ungläubigkeit, das zu sehen ist krass. Auf der anderen Seite habe ich es ja auch erlebt und am Ende auch in den Beinen gespürt im Nachgang, dass das einfach wirklich eine krasse Laufleistung war. Am Ende zeigt sich halt, dass wir meistens doch zu mehr imstande sind, als wir uns vielleicht zutrauen. Und vor allem eben durch die Kombination aus einer starken Konkurrenz, einer Mega-Stimmung an der Strecke und natürlich am Ende halt auch eine Strecke, die das irgendwie hergibt, ist auf jeden Fall etwas, auf das ich sehr stolz bin und wo ich trotzdem auch glaube, dass es noch nicht das Limit ist. Wer hat heute einen Ironman gemacht? 3 Minuten, 13 Sekunden. Hier ist sie nochmal. Eure Europameisterin, Laura Philipp. So, nochmal euer Applaus für die Weltrekordhalterin. Laura Philipp, Einberg World Champion now.